Ja, Eric Kirschbaum, US-Journalist, ist nun bei mir. Eric, schön, dass du da bist. Also Morgen. wieder müssen wir über so einen Vorfall sprechen, das zweite Mal innerhalb von 2 Monaten. Was weiß man denn inzwischen alles über diesen mutmaßlichen Schützen? Ja, es ist schrecklich. Trump macht Witze darüber. Er war gerade beim Golfspielen und war eine günstige Situation und macht jetzt Witze, aber es wird gar nicht so witzig. Es ist ein 58-Jähriger, ein Bauunternehmer, und er wollte in den Ukraine-Krieg ziehen. Und anscheinend ist es wirklich politisch motiviert. Er ist gegen Trumps Ukraine-Politik, beziehungsweise Ukraine weniger Unterstützung zu geben. Das ist wirklich politisch motiviert. Und dass die 7.000 Mitarbeiter der Secret Service, das trotz was vor 2 Monaten passiert ist, Trump nicht besser schützen könnte, schon ein Hammer. Und die Amerikaner werden das tagelang, wenn nicht wochenlang, darüber diskutieren und fragen, warum kann man Trump nicht besser schützen? Ja, und was gibt es denn da Neues in dieser Debatte? Ich meine, seit 2 Monaten diskutieren wir darüber. Nun muss man ja sagen, glücklicherweise ist der Mann nicht über den Zaun. Man hätte ja sicherlich auch, so massiv sah der Zaun jetzt nicht aus, wahrscheinlich mit einem einfachen Bolzenschneider da auch durchkommen können. Aber inwiefern geht diese Debatte nun weiter? Also was müsste eigentlich passieren zum Schutz von Donald Trump? Denn wir sehen ja ganz offensichtlich, dass der Mann höchst gefährdet ist. Es wird auf jeden Fall hochkochen. Der Präsidentkandidat Trump kriegt nicht die gleiche Menge wie der Präsident Biden an Schutz, aber viele Republikaner schreien jetzt, Trump sollte genauso viel Unterstützung wie Harris und Biden bekommen. Und vielleicht ist das die Antwort. Ich meine, zum Glück hat diese Polizeibeamte das vereiteln können, war vorher. Es war nicht bekannt, dass Trump da auftauchen würde. Deswegen ist es wirklich Glück, dass nichts Schlimmer passiert ist. Aber das feuert die Diskussion an. Wir erinnern uns, vor 2 Monaten, kurz vor dem ersten Attentat, hat Joe Biden was Unglückliches gesagt. Er hat gesagt, wir müssen Trump ins Visier nehmen. Und vielleicht hat das eine oder andere das Wort wörtlich genommen. Biden hat sich später entschuldigt dafür. Aber man sieht, wie brisant die Situation in Amerika ist. Amerika hat eine Geschichte von Attentaten, politische Attentaten. 4 Präsidenten sind erschossen worden. Auch Kandidaten sind angeschossen worden. Es ist ein gefährliches Land und man soll keinen Spaß machen. Und hoffentlich werden die richtigen Schlüsse gezogen und Trump wird jetzt besser geschützt, die nächsten 2 Monate zumindest. Sagst du selber, US-Präsident Biden hat sich entschuldigt dafür. Wir haben es gerade gesehen, auch im Beitrag, den Post von Elon Musk, der ja ein einflussreicher Mann ist in den USA, der das zwar inzwischen gelöscht hat, aber sagt ja, warum denkt eigentlich keiner über ein Attentat nach auf Joe Biden oder Kamala Harris? Ich meine, das ist doch wirklich das Gegenteil von Abrüsten kommunikativ. Ja, das ist verantwortungslos von Elon Musk und er hat das zum Glück schnell gelöscht. Aber man sieht, was für eine Fassung Elon Musk ist. Er verliert immer mehr Unterstützer mit solchen Kommentaren und das hilft gerade nicht, die Situation. Zum Glück hat Trump das noch nicht so ernst genommen. Der hat gleich dann einen Spendenaufruf geschickt an seine Anhänger. Der probiert Geld jetzt dadurch zu bekommen. Und zum Glück ist Trump nichts passiert, außer dass seine Golfrunde mit einem Großspender unterbrochen worden ist. Und ja, man kann nur hoffen, dass Trump jetzt mehr sicher Unterstützung bekommt von dem Secret Service, so viel wie Biden und Harris. Ja, das kann man nur hoffen, dass das kommt, bevor dann auch noch mal vielleicht irgendetwas passiert. Was glaubst du denn, wie ist der Einfluss jetzt dieses Vorfalls auf den Wahlkampf, der sich ja aktuell wirklich in einer absoluten Hochphase befindet? Zum Glück wahrscheinlich wenig. Das wird in 1, 2 Tagen wahrscheinlich vergessen. Und hoffentlich der Einfluss ist, dass Trump besser geschützt wird. Und wir haben überhaupt nicht mehr diese Diskussionen von einem Attentat oder ein Fast-Attentat. Und das wird das beste Ergebnis. Aber Amerika ist so polarisiert. Beide Seiten nutzen das aus. Trumps Anhänger, die ganz rechte Extrem, die schießen schon ganz hart gegen die Demokraten. Die seien schuld an sowas. Das zeigt, wie polarisiert Amerika ist. Und man kann nur hoffen, dass die Leute ruhig bleiben. Ja.